Hello, how are you? How are you? Welcome back, Riyadh. So langsam kommen wir dichter an Riyadh heran. Und da ist der Ruhetag. So, endlich, nach über 9 Stunden Fahrt sind wir hier in Riyadh angekommen, im Biwak nach der 6. Etappe. Morgen ist Ruhetag, das heißt heute und morgen viel Arbeit für den Mechaniker. Ich habe gerade eben kurz mit Yazid sprechen können. Leider haben sie kurz vorm Start ein kleines Ölleck festgestellt am Ölkühler des Differential. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier sieht man alles feucht, leider. Es ist nicht viel, was da rausgekommen ist. Sieht schlimmer aus Richtung Staub. Aber da ist ein bisschen Öl rausgekommen. Und das ist der Grund, warum Yazid heute nicht ganz so gepusht hat. Weil er Angst hatte, dass dieser Ölkühler komplett kaputt geht. Und wie jeder weiß, ohne Öl läuft kein Motor. Noch ist nicht ganz klar, ob das vom Ölkühler ist, vom Motoröl oder vom Differential. Was auch an den Auswirkungen her beides schlimm ist. Denn auch ein Differential ohne Öl funktioniert nicht lange. So, da haben wir Konstantin. Mal schauen, wie da die Stimmung ist. And boys, how is it? All good. We are here. Still one week to go. Good day? Yeah, but not enough speed for us. Only 170. I saw 178. You think your driver is too slow or what? No, because it was 2 or 3 pass really. 20 kilometers. Yeah, flat out. Buggy 190. What do you think? Missing top speed. 190? Missing top 190. speed. Missing Really? top speed. The buggy is faster, huh? I asked. Jetzt geht es wieder Französisch. Code Language, Rallye Code Language. Also, Yazid hat heute einen tollen Job gemacht. Trotz dieser Unsicherheit mit dem Ölleck, das er hatte und von dem er wusste, ist er super gut gefahren, hat seinen 4. Platz gefestigt, hat ein bisschen was verloren, sich nach vorne gegen die Buggies, ist hier auf den schnellen Etappen kein Kraut gewachsen. Ich bin gespannt, wie es in der 2. Woche wird, zumal also der erste Tag nach dem Ruhetag wird auch wieder sehr schnell sein, da können die Buggies einen Vorsprung rausfahren. Die Frage ist, ob sie das dann halten können, wenn es richtig knifflig in den Dünen wird. Also verdammt spannend. Jetzt machen sich, wie gesagt, die Mechaniker daran, die Autos komplett zu zerlegen, neu aufzubauen. Viele Teile werden hier systematisch gewechselt, dazu morgen dann mehr. Was Eurosport kann, das können wir auch. Hier ein paar Actionaufnahmen von Yazid.
Etappe heute war sehr schnell, die schnellste dieser Rallye bis jetzt. Es war auch weit zu fahren, über 470 Kilometer in der Sonderprüfung. Für uns im Service waren es, glaube ich, über 900 Kilometer. Und für die Teilnehmer insgesamt mit Liaison vorher und hinterher auch weit über 700 Kilometer. Dadurch alles ein bisschen später heute. Aber wie gesagt, die Strecke High Speed. Da gab es auch berühmte Opfer, vor allem bei den Motorradfahrern. Toby Price, wenn ich es richtig gesehen habe, hat sich sein Hinterreifen aufgelöst. Und ein Husqvarna-Fahrer hat ihm geholfen, indem er ihm das Rad gegeben hat. Nähere Einzelheiten gibt es bestimmt bei Eurosport. Ansonsten wäre das Rennen für Tobi schon so gut wie gelaufen gewesen. Bei den Autos haben vor allem die Buggies davon profitieren können, dass der Tag so schnell war. Die beiden Mini-Buggies mit Carlos Sainz und vor allem Stefan Hansel haben das Rennen heute dominiert. Und die Toyotas, egal wie sie gepusht haben, hatten keine Chance da mitzugehen. Ich befürchte, dass der Tag nach dem Ruhetag ähnlich wird. Ganz starke Leistung heute auch von dem Privatfahrer aus Frankreich, Serradori, der mit einem Buggy aus Südafrika, mit einem Century Buggy aus Südafrika unterwegs ist und heute sensationell schnell war. Wenn ich mich nicht irre, ist er heute 5. oder 6. geworden, liegt im Gesamtergebnis auch auf Platz 5 oder 6. Also tolle Leistung und das zeigt aber auch nochmal, wie sehr die Buggies heute im Vorteil waren und dass man auch mit einem Privatteam ohne Werksunterstützung die Chancen hat, unter die ersten 10 zu fahren und die Top-Jungs zu ärgern. Ja, ein bisschen dumm gelaufen für mich heute. Wir sind hier sehr spät angekommen, die Fahrer kommen noch später an, also bis jetzt nur die Top-Autos hier und die ersten Motorräder. Und ich muss leider schon wieder weg, das heißt, ich kann heute Abend nichts mehr filmen und daher fällt der Bericht heute ein bisschen kürzer aus. Morgen dafür umso mehr vom Ruhetag, da haben wir mehr Zeit, da kann ich hier durchlaufen, kann viel filmen. Bisschen was zur Technik, mit bisschen Glück auch dann endlich was zu den Side-by-Sides und zu den LKWs. Mal schauen, wie viel Material ich zusammenbekomme, vielleicht teilen wir uns das auch auf die nächsten Tage. Auf jeden Fall für heute ist Feierabend. Ich wünsche euch was, schaut wieder rein beim Weberwerke YouTube-Kanal. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal meine Touren anzuschauen auf der Seite zitzewitz.com. Ich würde mich darüber freuen. Auf bald. Ciao.